Ihr liebt Raglan-Konstruktionen genauso sehr wie ich und deshalb freue ich mich riesig, euch heute meinen neuen Sommerpullover, den JJ Raglan Nummer 5 vorzustellen. Dieser federleichte Pullover darf meiner Meinung nach diesen Sommer in keinem Kleiderschrank fehlen. Gestrickt wird aus der wundervollen Linenblume, einem Naturgarn von Pasquali, welches sich sowas von angenehm auf der Haut anfühlt. Der lockere Pullover wird mit verkürzten Reihen gearbeitet und bekommt dadurch seine perfekte Passform. Die Raglan-Linien erinnern optisch an eine Fake-Naht und verlaufen fließend in den Körper. Und mein persönliches Highlight sind dieses Mal definitiv die I-Cord-Abschlüsse, die wir sowohl am Halsausschnitt, an den Ärmeln und auch am Rumpf haben. Ein echtes Lieblingsstück und damit ihr die Anleitung zu Hause ganz einfach nachstricken könnt, gehen wir heute alle kniffligen Stellen aus der Anleitung gemeinsam durch. Mit dem Code YouTube15 bekommt ihr auf die Anleitung übrigens 10% Rabatt. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und ansonsten habe ich euch wie immer alle Materialien unten in die Infobox gepackt und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Stricken. Wir stricken unseren Sommerpullover mit einem wirklich ganz feinem, luxuriösen Garn und zwar der Linenblume von Pasquali. Und für mich ist es tatsächlich das erste Mal, dass ich mit Pasquali arbeite und ich bin wirklich begeistert, dass es so ein richtig tolles Garn. Ist natürlich aus 100% Leinen. Und das Beste ist, ihr braucht für so einen Pullover wirklich nicht viel. Diese Wolle ist sehr ergiebig. Und das Allerbeste ist, dass die Wolle mit natürlichen Farbstoffen gefärbt wurde. Und das finde ich wirklich ein sehr spannendes Thema. Also hier gibt es auch wirklich ganz viele unterschiedliche Farben. Und das ist echt cool zu sehen, aus was das alles gefärbt wurde. Und natürlich ist das auch sehr viel besser für eure Haut, weil ihr eben die ganzen Giftstoffe nicht habt. Und obwohl die Linenblume natürlich gefärbt wurde, gibt es mittlerweile eine richtig große Farbauswahl. Also auch sehr bunt mittlerweile. Die haben die Farben nochmal ein bisschen erweitert. Gab am Anfang noch nicht ganz so viel, aber jetzt habt ihr eine richtig schöne Auswahl. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, was ihr für euren Pullover auswählen werdet. Und weil ich weiß, dass ihr bestimmt nachfragen werdet, ich habe die Farbe 04 und das ist dieses Silbergrau. Wenn ihr eng strickt, werdet ihr wahrscheinlich mit 3,5 mm Nadeln stricken müssen. Und wenn ihr ein bisschen lockerer strickt wie ich, dann braucht ihr 3 mm Nadeln. Das gibt auf jeden Fall so ein sehr schönes, ganz leichtes, also ich glaube, man kann sich das schon denken, das wiegt wirklich gar nichts, Maschenbild. Also ich finde, das ist richtig cool und richtig fein für den Sommer, hat auch so einen sehr schönen Glanz. Ich habe für meinen Pullover übrigens nicht mal 200 Gramm benötigt. Das sind hier jeweils immer 50 Gramm mit ca. 250 Metern. Und kleiner Tipp noch, macht das auf jeden Fall, dass ihr euch das Garn vorher wickelt. Also entweder ihr macht das ganz altmodisch hier mit der Hand, dass ihr euch einfach so einen Knoll wickelt, oder ihr macht das wie ich, wenn ihr faul seid und macht das mit einem Garnwickler. Das geht nämlich super einfach und super schnell. Ich verlinke euch mal sowieso alles unten in der Infobox und auch mal so einen Garnwickler. Das ist nämlich echt praktisch. Da wir ja einen Raglan stricken, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, mit so einem Nadelsystem zu arbeiten, wo man die Seile austauschen kann. Ich verlinke euch da mal meine liebsten unten in der Infobox. Das ist nämlich einfach super praktisch, weil wir natürlich mit einem relativ kleinen Seil starten, um diese kleine Runde erstmal zu stricken, also mit einem 60 cm oder 50 cm Seil. Und dann wird das eben immer größer und größer. Und das ist halt super, wenn man dann einfach ein längeres Seil verwenden kann. Also einfach so als kleiner Tipp von mir. Und jetzt schlagen wir uns erstmal die Maschen an, die wir für unsere Größe benötigen. Die genauen Angaben findet ihr natürlich alle in der schriftlichen Anleitung für eure Größe. Und kleiner Tipp ja auch nochmal, damit das schön elastisch wird, der Anschlag, nehmt die Nadeln doppelt. Also einfach die Nadeln zusammennehmen und dann die Maschen ganz normal anschlagen. Dann habt ihr nämlich am Ende einen schön lockeren Anschlag und das zieht sich dann nicht zusammen am Hals. Ich mache das hier übrigens mit dem ganz normalen Kreuzanschlag, weil am Ende kommt ja da sowieso auch noch
ein I-Cord-Bündchen an unseren Hals. Also da braucht ihr jetzt keinen speziellen Anschlag nehmen, also keinen italienischen oder irgendwie sowas. Wenn ihr dann alle Maschen angeschlagen habt, dann könnt ihr euch eine Nadel hier einfach rausziehen. Darauf achten, dass keine Maschen runterfallen natürlich. Und jetzt empfehle ich euch zusätzlich Maschenmarkierer zur Hand zu haben. Und zwar 8 Stück könnt ihr in derselben Farbe haben und einen nochmal in einer anderen Farbe. Den nehmen wir nämlich gleich, um unseren runden Anfang zu markieren. Und die nehmen wir, um unsere Raglandlinien zu markieren. Jetzt wollen wir aber erstmal hier unsere Maschen zur Runde verbinden. Und dafür gibt es tatsächlich einen ganz, ganz einfachen Trick. Wir schieben uns jetzt mal hier die ganzen Maschen ein bisschen vor. Das ist in der ersten Runde immer noch so ein bisschen eng. Aber das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Und dann geht das wie folgt. Wir heben uns einmal diese Masche hier, also diese erste, auf die linke Nadel rüber. Und dann heben wir uns die daneben, also die ja hier davor, die erste war die linke, einmal über diese Masche drüber. Und ich halte mir die Masche dann immer so ein bisschen fest, damit die nicht runterrutscht. Und hebt die dann auf die rechte Nadel drüber. Also ihr seht schon, jetzt haben wir diese 2 Maschen im Prinzip einfach nur vertauscht. Und somit haben wir jetzt zur Runde geschlossen und haben hier auch keine Lücke. Und unseren runden Anfang markieren wir jetzt, wie gesagt, mit einem Maschenmarkierer. Und bevor wir jetzt gleich mit dem Raglan beginnen, starten wir mit einer Vorbereitungsrunde. Und in dieser Vorbereitungsrunde bringen wir gleichzeitig unsere Raglan-Markierer an. Heißt, ihr strickt jetzt erstmal alle Maschen vom Rücken einfach rechts ab. Wie viele genau das sind, steht natürlich für jede Größe ganz genau beschrieben in der schriftlichen Anleitung. Und wie gesagt, in der ersten Reihe geht das alles noch ein bisschen schwieriger, weil es noch relativ eng zusammen ist. Aber wenn ihr ein paar Reihen gestrickt habt, dann wird das auf jeden Fall alles schon sehr, sehr viel lockerer und einfacher. Vor allem, weil wir ja gleich auch immer dann Maschen noch zunehmen werden. Und wenn wir jetzt alle Rückenmaschen gestrickt haben, dann können wir unseren ersten Raglan-Markierer hier einfügen. Und dann stricken wir jetzt die erste Runde vom Raglan-Muster. Und das geht wie folgt. Wir stricken eine Masche links, eine Masche rechts und wieder eine Masche links. Und das sind unsere 3 Raglan-Maschen. Und danach fügen wir uns auch wieder einen Maschenmarkierer ein. Und dann stricken wir jetzt anschließend alle Ärmelmaschen ganz normal rechts ab. Und dann kommt auch schon wieder unsere nächste Raglanlinie. Markierer einfügen, eine linke Masche, eine rechte Masche und wieder eine linke Masche und auch danach wieder einen Markierer. Danach stricken wir dann die ganzen Maschen vom Vorderteil rechts ab. Und es folgt wieder eine Raglanlinie, also wieder eine links, rechts, links. Und dann kommt unser linker Ärmel. Wieder eine Raglanlinie. Und dann noch der restliche Teil von unserem Rücken. So, und jetzt haben wir unsere Vorbereitungsrunde abgeschlossen und jetzt erzähle ich euch das nochmal zum besseren Verständnis. Also hier hinten am Rücken in der Mitte ist unser runden Anfang. Also bedeutet von dieser ersten Raglanlinie bis hier hinten, also das alles ist der Rücken. Dann diese 3 Maschen immer zwischen diesen Markierern sind unsere Raglanlinien und hier ist der rechte Ärmel, der linke Ärmel und unser Vorderteil. Und damit unser Pullover jetzt eine wirklich richtig tolle Passform bekommt, starten wir mit verkürzten Reihen.
Kleine Info, diese verkürzten Reihen sind kein Muss. Also wenn euch das zu kompliziert sein sollte, könnt ihr die auch weglassen. Es wird trotzdem ein wunderschöner Pullover. Aber wenn ihr es perfekt haben wollt und wirklich eine richtig, richtig tolle Passform haben wollt, dann empfehle ich euch, die verkürzten Reihen zu stricken. Und ich zeige euch jetzt einmal, wie es funktioniert. Dann bin ich mir sicher, bekommt ihr das auch alle hin. In der Anleitung ist das auch alles so ausführlich beschrieben, dass da im Prinzip fast gar nichts schief gehen kann. Also wir stricken jetzt erstmal die erste Hälfte des Rückens, alle Maschen rechts ab. Also wie es in der Anleitung steht und wie viele Maschen ihr genau benötigt, steht da natürlich auch immer für jede Größe ausführlich beschrieben. Und jetzt seht ihr auch schon, in der zweiten Runde geht es auch schon ein bisschen einfacher zum Abstricken. In der ersten ist das immer alles noch ein bisschen eng, aber das wird jetzt, wie gesagt, von Runde zu Runde besser. So, und gleichzeitig wollen wir jetzt natürlich unsere Raglan-Zunahmen einarbeiten und die funktionieren wie folgt. Wir machen die immer aus dem Querfaden und der Querfaden ist der Faden, der so zwischen zwei Maschen liegt. Also das wäre jetzt dieser Faden hier. Und weil wir jetzt eine nach rechts geneigte Zunahme wollen, stechen wir jetzt mit der linken Nadel von hinten hier durch den Querfaden und heben uns den einmal auf die Nadel drauf. Und dann stechen wir jetzt mit unserer rechten Nadel hier vorne durch, also durch das vordere Teil, holen uns den Faden und stricken das rechts ab. Und somit haben wir jetzt eine nach rechts geneigte Zunahme gestrickt. Dann heben wir uns den Markierer über und jetzt kommt unser Muster. Hier kommt eine linke Masche und Achtung, jetzt kommt eine tiefer gestochene Masche. Das bedeutet, wir stechen jetzt nicht hier ein und stricken das ganz normal rechts ab, so wie man es normalerweise machen würde, sondern eine Reihe tiefer. Und es ist jetzt bei der ersten Reihe hier noch ein bisschen schwierig, aber einfach hier, ihr seht es, durch die Masche in der Mitte durch abstricken, dann könnt ihr die fallen lassen. Und somit haben wir jetzt eine tiefer gestochene rechte Masche gemacht. Die nächste wieder links und dann haben wir unser Raglan-Muster fertig. Und jetzt wollen wir aber nach dem Markierer, also wir machen immer vor und nach jedem Markierer unsere Raglan-Zunahmen, wollen wir eine nach links geneigte Zunahme machen. Und die funktioniert so, dass ihr wieder den Querfaden euch hier sichtbar macht, also einfach auseinanderziehen, dann sieht man den. Und dann stechen wir dieses Mal von vorne nach hinten durch den Querfaden und heben uns den auf die linke Nadel. Und dann stechen wir hier hinten mit unserer Nadel durch. Ich hebe mir das auch immer mit den Fingern so ein bisschen weg, dann geht es einfacher. Holen uns den Faden und stricken das dann ab. Und somit haben wir jetzt eine nach links geneigte Zunahme gemacht. Und so funktionieren diese Zunahmen immer. Also immer, wenn ihr an so eine Markierung kommt, müsst ihr die machen. Und jetzt können wir ganz normal weiter stricken. Und zwar steht jetzt in der Anleitung, dass wir bis 4 Maschen rechts nach dem Ärmel stricken sollen. Und eine Masche haben wir jetzt ja schon, also das ist die erste. Und dann folgen noch 3 weitere. Somit haben wir dann nämlich 4 Maschen rechts gestrickt. Und jetzt wollen wir eine sogenannte Wendemasche einbauen. Und das geht wie folgt. Dafür drehen wir uns unser Strickstück einmal komplett um, also auf die andere Seite, auf die linke Seite. Und jetzt haben wir den Faden hier vor der Arbeit und heben uns diese Masche einmal auf die rechte Nadel über. Und um jetzt diese Wendemasche zu machen, müssen wir einfach nur den Faden nach hinten ziehen. Und jetzt seht ihr schon, wenn wir das nach hinten ziehen, dann bekommen wir hier so eine Doppelmasche, nennt man das auch. Also das heißt Wendemasche oder Doppelmasche. Und genau das wollen wir. Also ihr zieht euch das richtig schön fest hinter, damit das hier wie so 2 Maschen werden. Und jetzt können wir einfach weiter stricken. Und da wir jetzt auf der linken Seite sind, stricken wir jetzt natürlich auch linke Maschen. Heißt, wir stricken jetzt alle Maschen einfach hier im Muster links ab. Und hier müssen wir jetzt auch keine Zunahmen machen, weil die hatten wir ja gerade schon gemacht. Und jetzt sind wir hier bei unserem Markierer und auf der linken Seite stricken wir eine Masche rechts, eine Masche links und eine Masche rechts. Und anschließend, hier brauchen wir natürlich auch keine Zunahme, weil wir die gerade schon gemacht haben, stricken wir wieder bis zum runden Anfang alle Maschen links ab. So, jetzt sind wir bei unserem runden Anfang angekommen und jetzt wollen wir sozusagen genau dasselbe hier spiegelverkehrt auf dieser Seite arbeiten.
Und wichtig ist jetzt natürlich, dass wir auch wieder dann unsere Zunahmen einbauen und unsere Raglanlinien, die stricken wir sowieso ja immer im Muster. Also heißt, wir stricken jetzt genauso wie gerade auf der anderen Seite auch erstmal alle Maschen hier links ab, bis wir bei unserem Raglanmarkierer angekommen sind. Und jetzt sind wir hier bei unserem Markierer angekommen, heißt, hier müssen wir jetzt unsere Zunahme machen und hier wollen wir wieder eine nach rechts geneigte Zunahme und bei der nach rechts geneigten Zunahme fahren wir von hinten nach vorne mit der linken Nadel durch den Querfaden. Und jetzt machen wir das genauso wie auf der anderen Seite auch, also wie wo wir rechts gestrickt haben, nur eben mit linken Maschen. Also achtet darauf, bei linken Maschen liegt der Faden vor der Arbeit. Und dann stechen wir hier durch das vordere Glied durch, also von rechts nach links und stricken das ganz normal links ab. Und somit haben wir jetzt eine nach rechts geneigte Zunahme mit einer linken Masche gemacht. Anschließend folgt wieder unser Raglanmuster. Also auf der linken Seite machen wir immer eine rechts, eine links, eine rechts. Und jetzt kommt wieder unsere nächste Zunahme. Und da machen wir es bei der links geneigten Zunahme so, dass wir von vorne nach hinten durch den Querfaden stechen. Und jetzt wird es ein bisschen kniffliger, weil das eben auch mit einer linken jetzt wieder gestrickt wird. Normalerweise geht das mit der rechten ein bisschen einfacher, aber ich bin mir sicher, ihr schafft das. Ihr müsst euch jetzt einfach diesen hinteren Teil von der Masche holen, da durchfahren und das links abstricken. Falls euch das zu kompliziert ist, habe ich euch nochmal hier ein ganz, ganz ausführliches Video verlinkt. Da zeige ich das nochmal wirklich ganz, ganz genau, wie man diese ganzen Zunahmen strickt, also diese Raglan-Zunahmen. Und da habe ich auch eine dickere Wolle, da erkennt man das ein bisschen besser als jetzt hier mit der ganz, ganz dünnen. Und jetzt haben wir auch hier wieder 4 Maschen, die wir stricken wollen. Eine haben wir schon. 1, 2, 3, 4. Und dann wollen wir das Ganze wieder wenden, weil wir wieder mit verkürzten Reihen arbeiten. Und hier geht es jetzt wieder ganz genauso. Wir nehmen den Faden vor die Arbeit, heben uns diese letzte Masche einfach auf die rechte Nadel über. Und dann ziehen wir uns jetzt wieder hier diesen Faden nach hinten. Und wenn wir uns den nach hinten ziehen, seht ihr wieder, wird das wie so eine Doppelmasche. Und genau das wollen wir eben haben. Das ist unsere Doppelmasche und jetzt können wir wieder ganz normal weiter stricken. Jetzt sind wir wieder auf der Vorderseite, also mit den rechten Maschen. Jetzt können wir wieder bis zu unserem runden Anfang ohne Zunahmen stricken. Das haben wir nämlich ja gerade schon auf der Rückseite gemacht. Und denkt daran, hier machen wir wieder unser Muster. Bei der Vorderseite, also bei den rechten Maschen, geht es so, dass wir mit einer linken Masche starten, eine tiefer gestochene, also einfach eine Reihe tiefer einstechen, eine rechts tiefer gestochen und dann wieder eine links. Und dann wieder alle Maschen einfach bis zum runden Anfang rechts. So, dann sind wir am runden Anfang angekommen. Bedeutet, ab hier arbeiten wir dann wieder mit unseren Raglan-Zunahmen. Und jetzt stricken wir wieder also bis zu unserem Markierer. Dann kommt unsere nach rechts geneigte Zunahme. Denkt dran, die machen wir aus dem Querfaden. Also einfach hier auseinanderziehen, dann seht ihr die schon. Und dann stechen wir von hinten nach vorne hier durch und stricken das rechts ab. Und dafür fahren wir hier bei dem vorderen Glied rein. Und dann kommt wieder unsere Raglanlinie, eine links, eine tiefer gestochen, eine links und dann wieder unsere Zunahme, diesmal eine links geneigte, also von vorne nach hinten hier durch. Und dann ziehen wir das wirklich immer mit der Hand so ein bisschen weg, dann geht es einfacher. Hier hinten durchfahren und abstricken. Und jetzt steht in der Anleitung, dass wir 8 Maschen rechts stricken sollen. Eine haben wir schon. 1, 2, 3, 4. Und hier kommt jetzt auch unsere Doppelmasche. Die erkennt ihr ganz gut, weil die eben ja so 2 Teile hier dran hat. Und diese Doppelmasche, die behandeln wir aber wie eine ganz normale Masche. Also heißt, wir stricken die ganz normal rechts ab. Also fahrt durch beide Teile durch und rechts abstricken. Dann fehlen uns noch 3 Maschen. Also 1, 2, 3 rechts. Und dann kommt jetzt wieder unsere Wendemasche. Heißt, wir drehen uns die Arbeit einmal komplett um.
haben den Faden vor der Arbeit, stechen von rechts nach links durch die Masche, heben die uns rüber und dann ziehen wir uns diesen Faden nach hinten, bis wir wieder so eine Doppelmasche haben. Und zieht das wirklich fest, dann habt ihr keine Löcher. Also das darf wirklich schön festgezogen sein. Also selbst bei mir, obwohl ich ja echt ein lockerer Stricker bin, aber schön nach hinten ziehen. Und dann, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken oder liest es natürlich auch in der Anleitung, wieder alle Maschen links zurückstricken. Ohne Zunahmen, weil die haben wir ja gerade gemacht. Und wir müssen natürlich wieder unsere Raglanlinien einarbeiten. Eine rechts, links, rechts. Und dann sind wir jetzt hier am runden Anfang wieder angekommen. Und jetzt wollen wir dasselbe natürlich wieder spiegelverkehrt auf der anderen Seite machen. Also ab hier dann wieder mit unseren Raglern Zunahmen bis zu unserer Wendemasche. Ich zeige es jetzt noch ein letztes Mal. Sind wir wieder beim Markierer angekommen. Wir wollen hier durch den Querfaden von hinten nach vorne. Und dann denkt daran, Maschen links abstricken, Faden vor der Arbeit. Und dann hier durch das vordere Glied und links abstricken. Markierer überheben, eine rechte Masche, eine linke Masche, eine rechte Masche, Markierer überheben. Und dann wollen wir eine nach links geneigte Zunahme, also stechen wir von vorne nach hinten durch. Und dann wollten wir uns dieses hintere Teil hier holen, also das, was hier hinten an der Nadel liegt. Und das ist oft nicht so einfach, also helft da immer ein bisschen mit den Fingern auch nach. Ihr könnt euch das wirklich so ein bisschen wegziehen zum Beispiel. Und dann könnt ihr hier super durchfahren und das links abstricken. Und jetzt wollen wir auch hier wieder 8 Maschen, also eine haben wir schon. 1, 2, 3, 4. Und dann ist hier unsere Wendemasche, die behandeln wir wieder wie eine normale Masche und stechen einfach durch beide Teile durch und stricken die links ab. 2, 4, 6, 7, 8. Und dann, ihr kennt es mittlerweile, drehen wir uns die Arbeit wieder komplett um, stechen hier durch diese letzte Masche, aber erst den Faden vor die Arbeit legen, stechen hier durch und heben die uns nach rechts drüber und machen wieder eine Wendemasche, indem wir das einfach nach hinten ziehen. So, und ich glaube, jetzt habt ihr das Prinzip schon ganz gut verstanden. Jetzt möchte ich euch natürlich noch ganz kurz erklären, warum wir das überhaupt machen. Ihr könnt es schon so ein bisschen erkennen, obwohl wir jetzt noch nicht viel gestrickt haben. Hier haben wir jetzt natürlich schon sehr viel mehr rein, hier hinten am Rücken, als hier vorne. Weil hier vorne haben wir ja noch gar nicht wirklich lang gestrickt. Also wir bauen jetzt sozusagen ja immer das hier so weiter auf und stricken jedes Mal ein kleines bisschen weiter nach vorne. Also so, so, so und so weiter und so fort. Bedeutet, hier hinten wächst das immer weiter und weiter und hier vorne ist da noch ganz lange nichts. Bedeutet, wenn wir das später anhaben, ist dieser Teil hier hinten am Rücken sehr viel höher als dieser. Und dadurch habt ihr dann eben eine super Passform, die passt perfekt an den Schultern und genau deshalb macht man eben diese verkürzten Reihen. Wie gesagt, die sind kein Muss, also wenn es euch zu kompliziert ist, könnt ihr sie auch einfach weglassen und stattdessen normale Reihen stricken. Aber ich finde, es macht auf jeden Fall einen Riesenunterschied und sieht einfach toll aus. Und vielleicht noch als kleinen Hinweis, wenn ihr jetzt die letzte verkürzte Reihe gestrickt habt, dann habt ihr am Schluss ja auch wieder, also das war dann eine Rückreihe, wo ihr auf der linken Seite wart und am Schluss wendet ihr das und seid dann auch wieder, wie hier jetzt, auf der vorderen Seite. Und da geht es dann so, ich zeige euch das jetzt einfach noch kurz. Stellt euch vor, das ist jetzt die 10. Reihe, die wir gerade vollendet haben. Und ab da wird jetzt dann einfach in Runden gestrickt. Heißt, wir stricken jetzt hier erstmal alle Maschen zurück bis zum runden Anfang. Ohne Zunahmen natürlich wie immer, weil die haben wir ja davor schon gemacht. Und hier wieder Muster. Also wie gesagt, ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass ich schon ein paar Reihen weiter bin, als ich tatsächlich schon bin. Hier für der tiefer gestochene Masche nicht vergessen. So, und wenn ihr dann hier angekommen seid, dann seid ihr fertig mit den verkürzten Reihen und ab dann wird nur noch in Runden gestrickt. Also bedeutet, ihr macht dann an jeden von diesen 4 Markierungen, macht ihr immer eure Zunahmen. Bedeutet, ihr habt dann in jeder Zunahmerunde, habt ihr insgesamt 8 Maschen zugenommen und dadurch wächst die Passe natürlich auch relativ schnell.
Deswegen habe ich vorher gesagt, am besten mit so einem Seilsystem arbeiten. Dann könnt ihr das Seil immer mal wieder verlängern, wenn das dann zu groß wird. Und was ihr noch beachten müsst, dass wir jetzt ja keine Rückreihen mehr haben, sondern wir machen diese tiefer gestochenen Maschen und auch die Zunahmen immer nur jede zweite Runde. Also heißt, hier jetzt in der ersten machen wir das. Heißt, wir stricken hier alle Maschen rechts, machen unsere Zunahme, dann machen wir unsere tiefer gestochene Masche, wieder Zunahme und so weiter und so fort. Und in der nächsten Runde arbeiten wir dann ohne Zunahmen und ohne tiefer gestochene Masche. Aber wie gesagt, steht auch nochmal alles mit Strickschrift und Skizzen und so weiter in der schriftlichen Anleitung. Und ich stricke jetzt erstmal die ganze Passe fertig, damit ich euch dann zeigen kann, wie es weitergeht, beziehungsweise zeige ich euch da einfach nochmal dann die Punkte, die vielleicht noch ein bisschen kritisch sind oder die ihr vielleicht nicht so einfach versteht, wie die funktionieren. Ich habe die Passe jetzt fertig gestrickt und jetzt könnt ihr das nochmal richtig schön sehen hier mit diesen verkürzten Reihen, dass das hier einfach tiefer liegt und dadurch habt ihr einfach eine sehr viel bessere Passform. Aber wie schon gesagt, die verkürzten Reihen sind kein Muss. Also wenn euch das zu kompliziert ist, dann könnt ihr die auch einfach weglassen. Dadurch, dass wir einen relativ weiten Ausschnitt haben, ist das nicht ganz so schlimm. Ja, und ich habe jetzt hier schon mal ganz schön ordentlich weitergearbeitet. Ich habe jetzt nämlich auch hier nicht nur die Passe fertig, sondern auch schon die Ärmel und den Rumpf abgeteilt und das dann jeweils einzeln weiter gestrickt. Und da zeige ich euch jetzt gleich mal noch ein paar Besonderheiten, die wir haben. Also erstens unser Muster, was wir hier als Raglanlinien haben, also diese Fake-Naht, die läuft auch noch hier weiter in unseren Rumpf. Also heißt, die kommt dann hier zweimal, weil wir haben ja einmal die Linie vorne und einmal die Linie hinten. Und dann haben wir hier an der Seite eben einfach nochmal ein schönes Muster. Sieht getragen auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Wie genau man den Rumpf und die Ärmel abteilt, das zeige ich jetzt nicht nochmal ganz genau. Da habe ich euch in der Anleitung ganz ausführliche Videos verlinkt. Da zeige ich das nämlich wirklich ganz genau, weil das würde das Video jetzt so ein bisschen sprengen. Ich verlinke euch das aber natürlich auch gerne nochmal hier oben. Also einmal, wie man den Rumpf und die Ärmel trennt und dann auch nochmal, wie man die Ärmel neu anschlägt, ohne Löcher und so weiter. Und jetzt kommt noch das Besondere. Wir werden jetzt nochmal gemeinsam den Pullover beenden. Und zwar werden wir die I-Cord-Ränder machen. Ich habe jetzt hier unten schon mal den I-Cord-Rand rangestrickt. Der wird auch direkt rangestrickt und ich finde, das hat so einen richtig schönen, coolen Finish. Also passt perfekt zu meinem leichten, schönen Sommerpullover oder Herbstpullover, ganz wie man möchte. Und wie man das direkt anstrickt, das zeige ich euch jetzt hier an diesem Ärmel. Der ist nämlich noch hier an den Nadeln sozusagen. Aber genau das wollte ich euch auch noch zeigen. Wir haben hier außerdem, könnt ihr jetzt hier ganz gut erkennen, auch Abnahmen in den Ärmel eingebaut. Heißt, der Ärmel verjüngt sich nach und nach. Dann haben wir auch einfach nochmal eine bessere Passform, finde ich. Sieht immer sehr viel schöner aus, als wenn der einfach so gerade verläuft. Und ich wollte euch jetzt nochmal ganz kurz zeigen, wie wir hier diese Abnahmen arbeiten. Die letzte Abnahme habe ich nämlich extra noch nicht gestrickt, damit wir das noch einmal gemeinsam hier machen können. Also hier ist mein runden Anfang und ich stricke das jetzt hier übrigens gerade mit einem Nadelspiel. Ihr könnt das aber natürlich auch mit dem Magic Loop stricken oder auch einfach mit einem kurzen Seil. Und wir starten so, hier ist mein runden Anfang. Wir stricken erstmal eine Masche ganz normal rechts ab. Und anschließend stricken wir jetzt die nächsten beiden Maschen gemeinsam rechts ab. Also heißt, wir fahren einfach wie zum Rechtsstricken durch beide Maschen gleichzeitig durch, stricken die gemeinsam rechts ab. Und somit haben wir jetzt hier eine Abnahme gemacht. Und jetzt können wir alle Maschen rechts abstricken, bis wir noch 3 Maschen übrig haben vor unserem Rundenbeginn. Und da machen wir dann die zweite Abnahme. So, und jetzt haben wir noch 3 Maschen übrig. Und da machen wir das jetzt wie folgt. Wir heben die nächste Masche hier wie zum Rechtsstricken ab. Also einfach durchfahren. Jetzt würden wir die rechts stricken. Wir stricken sie aber nicht, sondern heben sie einfach nur hier auf die rechte Nadel über. Dann stricken wir die nächste Masche rechts ab. Und dann heben wir uns diese abgehobene Masche, also da fahren wir einfach hier von links nach rechts durch, also die zweite hier auf der Nadel, und heben uns die über die eben gestrickte.
Und somit haben wir hier jetzt nochmal eine nach links geneigte Abnahme gemacht. Und die letzte Masche können wir dann auch ganz normal rechts stricken. Und somit nehmen wir dann pro Abnahmerunde immer 2 Maschen ab. Und wie viele genau das sind, das seht ihr natürlich genau in der Anleitung. Ich habe es euch sogar diesmal so reingeschrieben, dass ich schreibe, in welchen Reihen ihr das abnehmen müsst. Und für die Faulen unter euch, die keine Lust haben zu zählen, habe ich auch nochmal die Zentimeterangaben dazu geschrieben. Also wirklich super, super simpel. Und jetzt würde ich euch einen kleinen Tipp gerne mit an die Hand geben. Es ist nämlich so, dass Leinen sich tatsächlich nach dem Waschen wirklich nochmal sehr stark dehnt. Also Leinen wird definitiv nochmal länger, vor allem hochwertiges Leinen. Und das ist ja sehr, sehr hochwertiges Leinen. Deswegen wird das sicherlich nochmal so 7 bis 9 Zentimeter länger. Deshalb empfehle ich euch jetzt, die Nadeln einfach drin zu lassen oder ein Seil durchzuziehen oder was auch immer. Und dann den Pullover einmal ganz vorsichtig mit Handwäsche zu waschen und im Liegen trocknen zu lassen. Dann seht ihr nämlich schon, ob euch die Ärmel später passen. Die wurden natürlich ausführlich in allen Größen getestet und bei den Testerinnen hat das alles super gepasst. Aber vielleicht seid ihr ja ein bisschen größer oder ihr strickt einfach ein bisschen anders oder wie auch immer und dann wird euch der Ärmel zu kurz. Also dann probiert das mal an. Das ist ja das Coole am Raglan, dass man den immer super zwischendurch anprobieren kann und schaut, ob ihr den noch ein bisschen länger haben wollt. Aber wie gesagt, am besten wirklich davor einmal kurz waschen, im Liegen trocknen lassen, damit ihr seht, wie viel länger der Ärmel noch wird. Weil wenn ihr den jetzt so einfach anprobiert, dann wird der auf jeden Fall viel zu kurz sein. Aber nach dem Waschen wird er höchstwahrscheinlich gut passen. Und dementsprechend könnt ihr das dann anpassen, ob ihr den noch länger wollt. Oder vielleicht müsst ihr den auch noch ein bisschen kürzen, kann ja auch sein. Dann einfach noch mal ein paar Reihen aufmachen. Und ist übrigens auch nicht wild, wenn ihr jetzt eine Abnahme weniger habt oder so. Also das ist das Schöne am selber machen. Ihr könnt das jetzt nämlich wirklich perfekt auf euch anpassen, wie lange ihr den haben möchtet. Und jetzt hatte ich euch ja schon gesagt, wir wollen das Ganze mit diesem wunderschönen I-Cord-Rand beenden. Habe ich auch hier schon bei dem anderen Ärmel gemacht. Also ich finde, das ist wirklich so ein schöner Abschluss und passt, wie gesagt, perfekt zu unserem Design hier. Und wie das geht, wie man den direkt anstrickt, zeige ich euch jetzt einmal kurz. Das geht nämlich super einfach. Dafür mache ich mir jetzt hier erstmal meinen Markierer raus, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und wenn ihr ebenfalls wie ich mit einem Nadelspiel strickt, dann empfehle ich euch, die Nadeln einmal auf einen halben Millimeter kleineres Nadelspiel zu übertragen. Wenn ihr jetzt aber mit dem Magic Loop strickt, dann könnt ihr die Nadeln einfach austauschen. Also super simpel. Ich habe dazu auch schon mal hier ein ganz ausführliches Video gemacht, wenn ihr das nochmal ein bisschen genauer anschauen wollt. Und ansonsten werde ich die jetzt erstmal alle ganz kurz übertragen. Einfach hier eine halbe Nadelstärke kleiner und immer von rechts nach links durch die Maschen fahren und übertragen, damit die richtig rum hier drauf bleiben. Das mache ich jetzt mal kurz mit allen. Ich nehme übrigens, vielleicht habt ihr es jetzt gerade schon gemerkt, immer nur 4 Nadeln vom Nadelspiel. Ich finde, das geht ein bisschen easier und einfacher, als wenn man da immer mit 5 rumhantiert. Übrigens ist das kein Muss, dass ihr das mit einer halben Nadelstärke kleiner macht. Ich finde einfach nur, dass der Abschluss dadurch so ein bisschen schöner wird, weil er einfach nochmal ja so ein bisschen eine bessere Form hat. Aber wie gesagt, es ist auch nicht schlimm, wenn ihr einfach bei der Nadelstärke bleibt, die ihr davor hattet, falls ihr jetzt keine kleinere Nadel da habt. So, und jetzt starten wir mit unserem I-Cord-Rand, den wir direkt anstricken. Und das machen wir am Ärmel so, als auch hier bei dem Ende. Und dafür müssen wir jetzt uns erstmal 4 neue Maschen rausstricken. Wir wollen nämlich einen I-Cord-Rand mit 4 Maschen stricken. Und dafür komme ich jetzt mal ein bisschen näher ran, damit ihr das besser erkennen könnt. Wir starten so, dass wir einfach ganz normal hier eine rechte Masche aus dieser ersten Masche stricken. Und dann lassen wir das aber nicht fallen, sondern wir heben die jetzt einfach so verschränkt zurück. Also heißt, wir drehen uns das einmal so ein und machen die wieder auf die linke Nadel drauf. Und das wiederholen wir jetzt einfach noch 3 Mal. Also heißt, wir holen uns wieder den Faden wie zum Rechtstricken. Und dann drehen wir das einfach einmal so und machen die dann so verdreht wieder auf die linke Nadel drauf. Und das wiederholen wir wieder. Stechen durch, holen uns den Faden.
Und dann machen wir die uns wieder einfach hier so verdreht auf die linke Nadel drauf. Und jetzt haben wir schon 3 Stück. Müssen wir noch einmal wiederholen. Das ist so ein bisschen friemelig, vor allem mit dem Nadelspiel. Aber wie gesagt, wenn euch das jetzt zu schnell ging, ich habe da ja gerade das ausführliche Video dazu nochmal verlinkt. So, und jetzt geht es im Prinzip ganz, ganz einfach. Wir stricken jetzt immer 3 Maschen ganz normal rechts ab. Also 1, 2, Moment, die war nicht drin, 2, 3. Der Anfang ist wirklich ein bisschen friemelig. So, 3, jetzt habe ich es geschafft. Und die 4. und 5. Masche, die stricken wir jetzt gemeinsam rechts verschränkt ab. Heißt, wir stecken einfach durch beide Maschen gleichzeitig hier hinten durch und holen uns den Faden. Und somit haben wir die jetzt verschränkt abgestrickt. Und jetzt übertragen wir diese 4 Maschen einfach wieder auf die linke. Also heißt von links nach rechts hier durchfahren und einfach wieder zurück auf die linke Nadel übertragen. Und dann wiederholen wir jetzt das Spiel, was wir gerade gemacht haben, einfach immer und immer wieder. Wir stricken 3 Maschen rechts ab. 1, 2, 3. Und die 4. und 5., die stricken wir rechts verschränkt zusammen ab. Also einfach hier hinten durchfahren, Faden holen und abstricken. Dann wieder Maschen zurücklegen. Und wieder 3 Maschen rechts. Und die 4. und 5. rechts verschränkt. Und das machen wir jetzt die komplette Runde. Man erkennt es dann auch gleich ein bisschen besser, dass das irgendwann ein Ei-Quadrant werden soll. Jetzt ist das noch ein bisschen klein hier alles. Aber das stricken wir jetzt, wie gesagt, einmal rundherum. Und dann zeige ich euch gleich noch, wie wir das Ganze abschließen. So, ich habe das jetzt einmal rundherum hier so abgestrickt. Und jetzt seht ihr schon, haben wir wirklich einen wunderschönen Ei-Quadrant. Und jetzt möchte ich euch noch gerne zeigen, wie man das beenden kann, dass ihr hier nicht so eine dicke Lücke habt, sondern wir wollen das jetzt natürlich schön ordentlich schließen und dafür den Faden einfach ein bisschen länger abschneiden. Eine Wollnadel zur Hand nehmen. Eine Wollnadel ist nämlich stumpf, mit der kann man das sehr viel besser machen als mit einer normalen Nadel. Und dann geht das jetzt wie folgt. Wir machen uns den Faden hier erstmal schön hinter die Maschen und stechen dann jetzt hier von links nach rechts durch die erste Masche auf der Nadel. Also im Prinzip wie zum rechts abstricken und ziehen uns das hier mal so ein bisschen fest. Und dann schauen wir jetzt, wo die erste Masche war, die wir hier bei unserem Ei-Quadrant gestrickt haben. Und da müsst ihr schauen, dass ihr da auch durch beide V-Glieder durchfahrt. Also immer 2 so Teile sind das. Hier 1, 2, sieht man, glaube ich, ganz gut. Und da fahren wir dann von oben nach unten, also von rechts nach links hier durch. Und dann fahren wir nochmal durch diese Masche, die wir gerade schon hier auf der Nadel abgestrickt haben, aber diesmal von rechts nach links. Und dann können wir die auch fallen lassen. Und das wiederholen wir jetzt einfach die ganze Zeit, bis wir alle Maschen so abgestrickt haben. Also wir fahren von links nach rechts durch die Masche auf der Nadel. Schauen dann hier, wo die nächste Masche liegt. Das ist bei mir jetzt hier diese. Da auch wieder durch beide V-Glieder durchfahren, von oben nach unten. Dann hier von rechts nach links durch die Masche auf der Nadel und dann können wir die auch hier fallen lassen. Und das wiederholen wir jetzt einfach noch mit den anderen beiden Maschen. Also erst hier auf der Nadel durchfahren. Dann haben wir hier die nächste Masche von oben nach unten durchfahren. Dann wieder hier durch die Masche auf der Nadel und die dann fallen lassen. Und dann nochmal durch die letzte Masche hier fahren. Und dann hier auch durch die
letzte Masche. Bisschen knifflig. Wo ist sie? Hier ist sie. Und dann fahren wir am Ende auch nochmal hier durch diese Masche auf der Nadel. Und jetzt seht ihr schon, haben wir das hier schön geschlossen. Also das fällt dann später wirklich kaum mehr auf. Dann könnt ihr hier nochmal nach hinten durchstechen und das am Ende dann nochmal alles hier schön vernähen. Und wenn ihr das dann alles schön vernäht habt, hier habe ich das schon mal gemacht, dann fällt das wirklich so gut wie gar nicht mehr auf. Kleiner Tipp vielleicht noch, ich mache das beim Vernähen einfach so, dass ich hier an dem inneren Ende von dem I-Cord-Rand immer so bei den äußeren Maschengliedern von rechts nach links hier so durchfahre, also wie so eine Schlangenlinie. Und das mache ich einfach so, ja, über die halbe Runde oder ja, so lange wie ihr einfach möchtet. Also am besten immer ein bisschen zu viel vernähen als zu wenig, damit sich da nichts mehr löst und man das dann auch nicht mehr sieht. Also ihr seht, auf der Vorderseite erkennt man davon gar nichts. Wir haben jetzt also ganz wunderschöne I-Cord-Abschlüsse an den Ärmeln und auch am Rumpf. Und selbstverständlich möchten wir so einen wunderschönen Abschluss jetzt auch noch an unserem Kragen haben. Und hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Und die werde ich euch auch beide ganz kurz zeigen, weil ich euch ja natürlich immer so viele Tipps und so viel Wissen wie möglich mit an die Hand geben möchte. In beiden Fällen drehen wir uns den ganzen Pullover jetzt erst einmal auf links um, also dass die links gestrickte Seite außen ist, also die nicht so schöne. Und am besten fangt ihr dann einfach hier hinten an, das erkennt ihr immer da, wo der Faden noch vom Anfang ist, also wo ihr eure Maschen am Anfang angeschlagen habt. Und die erste Möglichkeit ist, dass wir das im Prinzip genauso wie bei den Ärmelbündchen machen, nämlich, dass wir einfach den Rand direkt anstricken. Und dafür bräuchten wir jetzt aber natürlich erstmal Maschen rundherum. Bedeutet, die könnt ihr jetzt einmal rundherum aufnehmen. Am besten schnappt ihr euch dafür wieder eure Rundstricknadel. Und ich zeige euch jetzt das ganz kurz hier mit dem Nadelspiel, weil ich euch gleich die zweite Variante zeigen möchte. Also heißt, ihr stecht einfach unter der letzten Masche ein. Also im Prinzip könnt ihr es immer gut erkennen, wenn ihr euch das so rumdreht. Jede Masche ist immer wie so ein V-Glied. Also bedeutet so ein V sozusagen. Könnt ihr das erkennen? Also zack, zack. Das ist so ein V-Glied und das ist eine rechte Masche. Und da könnt ihr dann einfach immer unter der letzten Masche hier einfach in die Mitte einstechen und euch den Faden holen. Also wenn ihr den hier so durchzieht, dann habt ihr jetzt hier eine Masche aufgenommen und das macht ihr jetzt einfach so rundherum. Das war die erste, dann kommt hier die zweite. Ihr könnt euch das auch immer so ein bisschen wieder umdrehen, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid. Also 2, 3, so gucken, 4, 5 und so weiter und so fort und so fort und so fort. Also bis ihr halt einmal die Maschen rundherum aufgenommen habt, entweder mit eurer Rundstricknadel oder mit dem Nadelspiel geht es natürlich auch. Achtet darauf, dass ihr dann wirklich aus jeder Masche eine Masche aufnehmt. Und danach könnt ihr das eben genauso machen, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Also ganz, ganz simpel. Aber ich möchte euch jetzt noch eine andere Variante zeigen, die ich in diesem Fall, wenn man das nachträglich anstrickt, so ein bisschen einfacher finde, weil man die Maschen nicht die ganze Zeit wieder auf die linke Nadel übertragen muss, sondern das immer einfach hin und her schieben kann. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt mal. Dafür schlagen wir uns jetzt erstmal mit einem Nadelspiel, am besten auch wieder eine halbe Nadelstärke kleiner übrigens, sowohl bei dieser Methode als auch bei der, die ich gerade gezeigt habe. Also 4 Maschen neu anschlagen. Und dann stricken wir jetzt auch hier eine neue Masche raus. Also schaut ihr einfach wieder hier, wo ist so ein V-Glied, also da ist ein V, dann da ist ein V, da ist ein V und so weiter und so fort. Also heißt, ich stehe jetzt mal hier durch, hole mir den Faden. Und jetzt ist eben das Einfache, dass ich mir das einfach hier so von links nach rechts, zack, rüberschieben kann. Und dann mache ich wieder genau dasselbe wie bei der anderen Methode auch. Ich stricke 3 Maschen ganz normal rechts ab. Also 1, 2, wenn
wenn ich durchkomme zumindest. 2, 3. Und die 4. und 5. Masche, die stricken wir wieder rechts verschränkt ab. Also wirklich genauso, wie ich es euch bei der anderen Methode gezeigt habe. Und danach nehmt ihr wieder eine neue Masche auf. Also hier haben wir eine aufgenommen, dann ist die nächste hier. Könnt euch das natürlich, wie gesagt, immer so umdrehen, wenn ihr das nicht so gut erkennt. Also hier durch die nächste Masche fahren und wieder eine Masche rausstricken. Und dann haben wir jetzt wieder 5 Maschen auf der Nadel. Und jetzt müssen wir die halt nicht übertragen, sondern machen einfach zack. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen einfacher, ein bisschen schneller, ein bisschen praktischer. Und sonst geht es ja genau gleich. Also wieder 3 Maschen rechts und die 4. und 5. dann rechts verschränkt zusammenstricken. Und das wiederholen wir jetzt halt einfach die ganze Zeit. Ihr holt euch aus der nächsten wieder eine Masche und dann macht ihr das wie gerade eben schon erklärt. Also ich glaube, die Schwierigkeit, die darin besteht, ist eigentlich hauptsächlich, dass man erkennt, wo man die Maschen rausstricken muss. Ich glaube, das ist vielleicht gerade, wenn ihr noch nicht ganz so geübt seid, ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, wenn ihr das nicht so gut erkennt, dann dreht euch das wirklich immer um. Also schaut immer, wo ist hier so ein V. Also 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort. Also gerade bei dieser Wolle, dadurch, dass es ja auch so ein bisschen löchrig ist, finde ich, erkennt man das eigentlich ganz gut. Also ich erkenne das auch ohne das umzudrehen, aber wie gesagt, ich verstehe das, wenn das ein bisschen kompliziert ist. Aber ich bin mir sicher, ihr kriegt das ganz, ganz toll hin und schafft das mit ein bisschen Übung. Kleiner Tipp, ich verlinke euch sowieso ja auch immer nochmal alle Videos in der Anleitung, wo ich die Sachen nochmal genauer erkläre. Und macht euch sonst einfach ein kleines Übungsstück. Also ich kriege so oft Nachrichten, so, ich weiß jetzt nicht, wie ich das hinbekommen soll. Macht euch ein mini kleines Übungsstück oder zum Beispiel hier an eure Maschenprobe. Nehmt euch einfach eure Maschenprobe und nehmt daraus mal Maschen auf und versucht das einfach so ein bisschen. Dann könnt ihr einfach üben und wenn ihr dann irgendwann besser geworden seid und verstanden habt, wie es funktioniert, dann macht ihr das hier dran. Und ich werde das jetzt mal kurz fertig stricken und euch dann gleich nochmal zeigen. Und so sieht er dann fertig gestrickt aus mit diesem wunderschönen I-Cord-Rand am Halsausschnitt. Für mich schon jetzt ein echter Klassiker und der perfekte Überwurf für laue Sommerabende. Und wusstet ihr, dass Leinen außerdem kühlend auf der Haut wirkt? Also wirklich das perfekte Garn zu einem wunderschönen Projekt. Ich bin total gespannt, in welcher Farbe ihr den Pullover strickt. Also schreibt das auf jeden Fall unbedingt in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, dem Video noch einen Daumen nach oben da zu lassen.